Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute ein ziemlich heikles Video, ein dunkles Video, aber eines der informativsten auf meinem Kanal bis jetzt, wie ich glaube. Doch zuerst eine Frage an Sie. Waren Sie schon mal in eine heftige körperliche Auseinandersetzung verwickelt? Wenn ja, dann wissen Sie, was sich da abspielt, mit was für Problemen man da rechnen muss. Und wenn nicht, dann gestatten Sie mir jetzt bitte, kurz mal über meine Person auszuholen, um Ihnen fundamentale Informationen meinerseits über meine Einstellung zum Thema Schutztrieb bei Hunden präsentieren zu können. Klarerweise wissen Sie, dass ich leidenschaftlicher Hunde-Fan bin, sonst würde ich ja diesen Kanal nicht betreiben. Und der eine oder andere von Ihnen weiß wahrscheinlich auch, dass ich ebenso leidenschaftlicher Kampfsportler bin. Ich begann mit 8 Jahren mit dem Karate, wechselte zum Boxen und startete dann voll durch mit dem Vollkontakt-Kickboxen, welches ich auch turniermäßig betrieben habe. Und das Ganze hat mich bis heute nicht ausgelassen. Ja. Ich stehe also auf Kampfsport und auf Schutzhunde. Kann es sein, dass dieser Mann von Dog Special ein Ego-Problem hat? Nein, liebe Zuseher, ich glaube nicht, dass das so ist. Schauen Sie, zum Kampfsport bin ich gekommen, weil ich nie ein guter Fußballspieler war. Das war der einzige Grund. Der Zauber hat mich bis heute nicht verlassen, ist eine tolle Sportart. Und Schutzhunde haben es mir deswegen so angetan, ja, das werde ich Ihnen nachher erklären. Zuerst mal schauen Sie, ich bin in einem Viertel aufgewachsen, wo es manchmal etwas rauer zuging. Und als Jugendlicher funktioniert man noch nicht so vernünftig wie als Erwachsener. Ich zahlte diesbezüglich meinen Tribut, glauben Sie mir das. Ich kam in Situationen, die nicht so angenehm waren und lernte sehr schnell, dass körperliche Auseinandersetzungen eine Sache sind, die mir überhaupt nicht gefallen. Sie wissen schon, wenn das Ganze zu heftig wird, kommt es zu Polizeieinsätzen, es folgen Gerichtsverhandlungen, man kann Wochen vorher nicht mehr schlafen, wenn man nicht weiß, was unterm Strich rauskommt. Es kann zu Racheakten kommen, von Seiten des Kontrahenten, seiner Familie, seiner Freunde, gestochene Autoreifen, zerkratzter Lack und so weiter. Das ist eine Welt, die für mich nie etwas war und bis heute nichts ist. Ich kannte Leute, die fühlen sich in dieser Welt wohl, doch für mich war das nie etwas. Ich lebte immer nach der Devise Si vis pacem para bellum, was so viel bedeutet wie: Willst du Frieden, dann rüste für den Krieg. Und hier half mir der Kampfsport sehr, denn selbstverständlich lassen sich viele Leute vom Fakt, dass sie Kampfsportler sind, wenn sie das hören, nicht beeindrucken. Die testen sie. Manche davon zahlten ihr Lehrgeld, bei manchen zahlte ich Lehrgeld. Doch mit der Zeit eilte mir ein Ruf voraus, der dafür sorgte, dass ich selbst in den rauesten Lokalen völlig unbescholten wieder rauskam, ohne unschuldig unter die Räder zu kommen, denn man kannte mich. Ja, das Ganze ist stabil bis heute und ich habe das Glück, sagen zu können, ich kann jeden Tag sorglos in der Nacht ins Bett gehen und wache auch sorglos auf. Muss mir keine Sorgen machen über Menschen, die mir nachstehen, etc. Habe keine Probleme mit der Polizei und so weiter. Also, Si vis pacem para bellum, das war immer die Devise, nach der ich lebte. Deswegen mag ich den Kampfsport bis heute noch. Denn ich bin zwar mit 53 schon ein alter Krieger, aber etwas geht da noch und das für einige Zeit, davon bin ich überzeugt. Das Thema Schutzhund begann mich zu interessieren eigentlich erst ab meinem zweiten Hund. Obwohl wir schon mit unserem ersten Hund, dem Boris, Schutzarbeit betrieben und das sehr erfolgreich, war es mir damals noch nicht so wichtig, ob ein Hund Schutztrieb besitzt oder nicht. Doch ab meinem zweiten Hund, dem Attila, war die Sache etwas anders. Ich hatte damals eine Bekannte, die gingen mal mit ihrem Hund im 20. Wiener Gemeindebezirk des Abends spazieren. Besaß einen kleinen Yorkshire Terrier, durchquerte eine Unterführung, es war schon dunkel und ein Mann stellte ihr nach. Der zeugte von Interesse an ihr und sie gab ihm zu verstehen, dass sie kein Interesse hatten, versuchte dort wegzukommen, doch der verfolgte sie. Nachdem sie ihm
einige Male gesagt hat, er soll sie in Ruhe lassen, ging er zum Angriff über und versetzte ihr einen starken Faustschlag, welcher ihr das Jochbein gebrochen hat. Ein guter Freund von mir war spazieren auf der Donauinsel, welcher vielen Österreichern ein Begriff ist. Auch da war es in der Nacht. Die Freundin hatte ihren kleinen Hund an der Leine, recht ängstlich. Sie trafen für eine Gruppe junger Männer. Die begannen, die Freundin meines Freundes anzublödeln. Der stellte sich schützend vor sie und wurde dort schwerstens zusammengeschlagen. Der Hund war ihnen keine Hilfe. Der hatte Angst, wollte davonlaufen. Schauen Sie, als ich diese Vorfälle vernahm, wurde für mich das Thema Hund mit ausgeprägtem Schutztrieb interessant, denn ich bin viel mit meinen Hunden unterwegs und mir kommt auch viel unter. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, dort wo ich in Wien gelebt habe, war das Pflaster etwas rauer. Und es gab da einige bekannte Raufbolde, die ständig Streit suchten. Man kannte mich zwar und man wusste, ich gehe einer Herausforderung nicht aus dem Weg, doch man wusste auch, dass ich Herausforderungen eher vermeiden würde. Ja? Und ich kam selbstverständlich mit einigen dieser bekannten Raufbolden auch in Kontakt, hatte auch mal heftigeren Kontakt mit einem dieser Leute und seitdem war ich nicht mehr gerne gesehen in deren Umfeld. Also wenn die mich trafen, konnte es schon zu Schwierigkeiten kommen. Ich hatte damals den American Pitbull Terrier und wie Sie wissen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, ist der American Pitbull Terrier eher ein Hund, der nicht als sehr guter Wach- und Schutzhund taugt, doch mit viel Feingefühl und viel Arbeit kitzelte ich einen gewissen Schutztrieb bei meinem Hund heraus. Und viele Leute haben mich schon gefragt, wie tust du das? Ich möchte Ihnen sagen, hier gibt es kein Allheilmittel. Das kommt immer auf den Hund an, das ist eine völlig individuelle Geschichte. Bei mir war es so, dass ich das Heranführen an einen Schutztrieb bei meinem Hund sich in einer Form äußerte, die viele verschiedene hunderte kleine Sachen auf den Tag verteilt inne hatte. Also das ist völlig individuell. Ja? Und hier muss man auf völlig verschiedene Art und Weise bei verschiedenen Hunden an die Sache herangehen. Mein Ziel war es, einen Hund zu führen, der sehr wohl unterscheiden kann zwischen Freund und Feind. Also einen Hund, der nicht automatisch und generell dominant oder abneigend gegenüber Menschen funktioniert, aber einen Hund, der, wenn es die Situation erfordert, eine dominante Körperhaltung einnimmt und auch willig ist, mich zu verteidigen. Und ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen kurz ein Beispiel. Ich ging eines Tages mit meinem American Pitbull Terrier, als er meiner Meinung nach schon fertig war, was den Schutztrieb betrifft, auf der Donauinsel spazieren. Ein sehr beliebtes Ziel für Hundebesitzer, für Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und so weiter. Großes Areal mit viel Wiese, mit einigen Lokalitäten dort. Da ging eine Böschung hinauf, das war tagsüber, da ging eine Böschung hinauf und plötzlich sah ich von der Weite, was ist das? Und seitlich ging ein Abhang hinunter, ist dort eine alte Frau, ich schätze sie ist so zwischen 80 und 85 Jahren, gestürzt gewesen und lag am Rücken. Die kam nicht mehr auf, hatte einen Stock in der Hand und rief um Hilfe. Ich bin da mit meinem Hund hinunter und half dieser Frau auf. Jetzt sorgte ich aber davor, dass mein Hund körpersprachentechnisch meinerseits versteht, hör zu, hier herrscht keine Gefahr, hier sind wir beide gefragt, um zu helfen. Ich zeigte ihm das. Erfahrene Hundebesitzer wissen, wie sie ihren Hund per Körpersprache Situationen erklären können. Hätte ich in dieser Situation in einer Art und Weise hektisch oder extrem gestresst oder nervös reagiert, hätte sich das Ganze auf meinen Hund übertragen können und er hätte vielleicht da anders reagiert und hätte vielleicht die Frau am Boden, weil er völlig verstört gewesen war, attackieren können. Das hätte natürlich passieren können. Doch ich blieb ruhig, zeigte ihm körpersprachentechnisch, es ist alles okay, hör zu, der Mensch da am Boden, der benötigt Hilfe, der ist keine Gefahr. Mein Hund, mein Attila, der American Pitbull Terrier und ich bewegten uns also diese Böschung hinunter. Ich packte diese Frau unter den Arm, während mein Hund ganz knapp neben uns stand und eigentlich nur neugierig war, was sich hier abspielt. Der zeigte eine Körperhaltung, die absolut neutral war. Er war sehr neugierig, aber weit davon entfernt, dieser Frau etwas tun zu wollen, obwohl ich hier mit einem wildfremden Menschen engen Körperkontakt aufnahm und das eine Situation darstellte, die für den Hund nicht alltäglich war. Doch wie gesagt, das ging völlig glimpflich
vorbei. Ich half dieser Frau auf, die bedankte sich bei mir. Ich half diesem Mütterchen noch die Böschung hinauf, fragte sie, ob ich sie nach Hause begleiten soll. Sie lehnte das ab, dankte mir noch 100-mal und ich freute mich, dass ich diesem Mensch helfen konnte. Klopfte meinem Hund dann ab, lobte ihn, brav war mein Bub. Er freute sich, wir gingen weiter und das war's. Doch am selben Tag in der Nacht ging ich eine ähnliche Strecke wieder auf die Donauinsel hinauf. Es war Sommer, da war es etwa 21:30 Uhr, es war also schon fast ganz dunkel. Wir hatten da oben eine bekannte Lokalität, die Schilfhütte. Und die Schilfhütte wird einem oder anderen Wiener recht bekannt sein. Dort kehrte ich in den 80er oder 90er Jahren des Öfteren ein. Auch die Schilfhütte war bekannt, ein etwas raueres Pflaster am Wochenende zu sein, also dort kam es schon hier und da mal zu Reibereien. Auf dem Weg dorthin, ich wollte dann vor diesem Lokal rechts abbiegen, da war ein Waldweg, dann runter in Richtung nach Hause gehen, sah ich von der Ferne 3 klar erkennbar Betrunkene auf mich zukommen. Und je näher die kamen, erkannte ich, das waren 3 Typen, die in der Gegend bekannt waren als Raufbolde, bekannt waren als Stänkerer, als Leute, die Streit suchen. Und mit einem dieser 3 hatte ich mal eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher er den kürzeren zog. Ich sage Ihnen ganz kurz, was klarerweise geschehen wäre, wäre mein Hund jetzt nicht bei mir gewesen. Ich wäre da in einen Kampf geraten mit diesen 3, denn es ist bei mir leider so, dass ich auch nach der Devise lebe, lieber stehend sterben als kniend leben. Das ist so, ich kann mich nicht im Spiegel schauen, wenn ich vor solchen Situationen davonlaufe. Ja, das kann man kritisieren an mir und manchmal ist das dumm, aber jeder hat seine Fehler. Das heißt, wäre mein Hund nicht dabei gewesen, wäre ich hier in einen Kampf geraten, wäre höchstwahrscheinlich unter die Räder geraten, denn ich hätte keine Chance gehabt gegen diese 3, auch wenn sie betrunken gewesen waren. Ja. Hätte ich einen Hund dabei gehabt, der eine absolut defensive Körperhaltung zeigt, Angst zeigt und vielleicht davon hätte laufen wollen, hätten die das mit Sicherheit auch gemerkt. Und auch hier hätte es sehr leicht zu einem Kampf kommen können. Was allerdings geschehen ist, war Folgendes. Mein Hund nahm eine absolut dominante Haltung ein, weil er merkte, Nacht, 3 erwachsene Männer, er witterte Alkohol, er bemerkte die Energie, die in der Luft lag, als die schon 10, 15 Meter vor mir waren. Die grölten herum, mein Hund nahm eine absolut furchtlose, dominante Körperhaltung ein. Und als sie in etwa auf gleicher Höhe mit uns waren, begannen die laut zu grölen und mein Hund ging zur Attacke über, an der Leine. Der schoss hin, ich hielt ihn natürlich kurz, also ich hielt ihn in einer Art und Weise, dass er nicht in Kontakt kommen kann mit einem dieser 3, aber die merkten das und die merkten das heftig, denn einer dieser 3 sagte auf Wiener Dialekt, ich werde das dann gleich übersetzen, na Alter, der ist kreiert, da geh ich nicht zu. Was auf Hochdeutsch so viel bedeutet wie, Mann, der ist gefährlich, hier nähere ich mich nicht. Was ist also geschehen? Gar nichts ist geschehen. Die waren beeindruckt von meinem Hund. Mein Hund zeigte sich. Ich ging Richtung Lokal, bog dann rechts ab und ging unbehelligt wieder nach Hause. Und hier bestätigte sich für mich, dass ein Hund mit ausgeprägtem Schutztrieb in vielen Situationen eine Hilfe sein kann. Schauen Sie, Hunde in solchen Situationen, wenn ihnen zum Beispiel streitlustige Betrunkene entgegenkommen, in etwa, in der Art und Weise. Oder wenn ein Betrunkener aus einem Lokal heraustorkelt, völlig aggressiv, ja, beeinträchtigt durch beeinflussende Substanzen, egal ob Drogen oder Alkohol, aber klar, erkennbar, aggressiv, ist es oftmals so, dass die Leute dennoch erkennen können, wenn ein Hund Stärke zeigt. Nicht immer, das ist mir schon klar. Aber sehr oft können die das erkennen. Es muss dann nicht immer sein, dass Ihr Hund so reagiert. Oftmals genügt es auch, wenn Ihr Hund nur so reagiert und selbstbewusst reinschaut. Allerdings ist es auch oftmals ein gegenteiliger Effekt, wenn Ihr Hund so oder so reagiert. In vielen Situationen können Hunde, die einen ausgeprägten Schutztrieb vorweisen, sie beschützen, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Denn schauen Sie,
Das allerletzte, das ich möchte, ist auf der Straße von jemandem mit dem Messer überfallen zu werden, während ich meinen Hund dabei habe. Und schauen Sie, man kann das jetzt auch leugnen, was ich gleich sagen werde. Aber es ist nun mal Fakt, dass Messerangriffe oder Überfälle mit Messern statistikmäßig in der heutigen Zeit im Vergleich zu früher explodieren. Und selbstverständlich ist ein Angriff mit der Klinge etwas fürchterliches. Ein Hund wird Ihnen keinen Schutz bieten können, wenn Sie mit einer Schusswaffe überfallen werden. Wenn der Träger der Schusswaffe ein geübter Schütze ist und auch gewillt ist abzudrücken. Doch ein Hund kann ein sehr guter Schutz sein, wenn Sie überfallen werden von Leuten mit Messern. Allerdings möchte ich hier kurz vorher nochmal betonen, das ist das Letzte, das ich erleben möchte. Denn eine Klinge kann fürchterliches anrichten, auch bei einem starken, schutzbereiten Hund. Und selbstverständlich möchte ich nicht, dass mein Hund, wenn er mich beschützt, hier filetiert wird durch eine Klinge. Egal, ob wir beide dann gemeinsam diesen Messerangriff abwehren können oder nicht. Doch im Fall der Fälle haben Sie einen Beschützer dabei, der Sie dabei unterstützt, einen folgenden Messerangriff mehr oder weniger erfolgreich abzuwehren. Oftmals genügt es ja schon, dass dieser Messerangreifer die Entschlossenheit Ihres Hundes erkennen kann und dann von seinem Vorhaben ablässt. Doch wenn der das nicht tut, sich von Ihrem Hund nicht beeinflussen lässt, optisch, also von seiner Verteidigungsbereitschaft beeinflussen, beeindrucken lässt und dennoch mit dem Messer angreift, dann ist ein Schutzhund an Ihrer Seite immer besser als kein Schutzhund. Auch wenn Ihr Schutzhund und Sie vielleicht dabei schwer verletzt werden, doch zu zweit mit einem Hund, der Sie beschützen möchte, vielleicht körperlich noch sehr geeignet ist dafür. Sich gegen einen Messerangreifer zu wehren, ist immer effektiver, als das alleine zu tun, außer Sie sind Schusswaffenträger. Sind also Schutzhunde heutzutage noch zeitgemäß? Für mich auf jeden Fall. Ich habe schon so oft gelesen, dass man heute keine Schutzhunde mehr braucht, denn alle Leute, die Schutzhunde führen oder Schutzhunde-Eigenschaften fördern, sind Leute mit Komplexen. Liebe Zuseher, schauen Sie, das ist eine individuelle Geschichte. Es mag Leute mit Komplexen geben, die sich aus diesem Grund einen Schutzhund zuschaffen oder einen Schutzhund aus einem Hund formen. Doch ich glaube nicht, dass ich diesbezüglich mit Komplexen behaftet bin. Ja? Ich lebe nach dem Motto Si vis pacem parabellum, und wenn ich einen guten Hund an der Leine habe, der einer eventuellen Gefahr schon durch sein Auftreten zeigt, hör zu, mit mir ist nicht zu spaßen, und ich dadurch meinen Frieden habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich fördere den Schutztrieb bei meinen Hunden nicht deswegen, weil ich möchte, dass mein Hund einen Menschen beißt. Das ist mein allerletzter Wunsch. Ich habe mich schon erklärt, weshalb ich das tue. Und deswegen sind Schutzhunde für mich auch heute noch zeitgemäß. Vielleicht sehen Sie das ja ähnlich wie ich. Denken Sie mal drüber nach. Und ich möchte auch alle Leute einladen, drüber nachzudenken, die das vielleicht aus einer anderen Sicht gesehen haben. Denn es gibt mit Sicherheit da draußen viele Menschen, die das so ähnlich sehen wie ich, die eigentlich nur deswegen einen Hund mit ausgeprägtem Schutztrieb haben wollen, weil sie in Frieden leben wollen, nicht weil sie damit in die Schlacht ziehen wollen. Ja, liebe Leute, das war mein Video zum Thema, sind Schutzhunde heute noch zeitgemäß? Ich habe mich versucht, hier so gut wie möglich zu erklären. Vielleicht verstehen Sie meine Einstellung diesbezüglich jetzt. Ja, ganz kurz möchte ich noch was sagen. Ich werde in letzter Zeit sehr oft von Zusehern meines Kanals auf meiner Privatadresse angeschrieben. Vielleicht wollen Sie mich ja auch mal anschreiben wegen irgendeinem Thema. Das kann ja sein und eventuell finden Sie meine Kanaladresse, also meine private E-Mail-Adresse nicht. Ich blende die hier kurz mal ein, denn normalerweise ist die in der Kanalinfo zu finden, aber hier können Sie mit mir Kontakt aufnehmen, wenn Sie wollen. Und in meinem nächsten Video, das wird dann ein Weihnachts-Special, öffne ich die Kommentarfunktion. Und weshalb ich die bis jetzt deaktiviert habe, werde ich dann in meinem nächsten Video erklären, in welchem Sie dann auch fest kommentieren können. Hauptsächlich deswegen, damit wir uns mal alle richtig grüßen können. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.